Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es gibt endlich neue Informationen im Fall Negreira und was die Seite Footballgate.com gestern aufgedeckt hat, zieht dem FC Barcelona den Boden unter den Füßen weg. Was da los ist, schauen wir uns natürlich in diesem Video an. Dann schauen wir uns aber auch das an, was ich euch gestern in dem Video schon versprochen habe. Real Madrid hat angeblich einen Vorvertrag mit Jürgen Klopp und der hat bereits einige Ansprüche an Real Madrid gestellt. Wer das behauptet, was die Quelle da so sagt, hören wir uns natürlich zusammen an. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch an, was machen unsere Jungs einen Tag vor dem wichtigsten Spiel bisher in dieser Saison, vor dem Champions League Rückspiel bei den Bayern. Also, wie ihr hört, es wird ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor wir mit den zwei Hauptthemen starten, kommen wir erst einmal zur Aktualität von Real Madrid. Für diejenigen, die es interessiert, Real Madrid Castilla hat heute um 17 Uhr ein Spiel. Könnt ihr versuchen, online zu schauen. Die Jungs sind gut drauf. Vielleicht kann man die unterstützen bei dem Kampf um die Aufstiegsplätze. Aber jetzt kommen wir zur ersten Mannschaft. Unsere Jungs hatten gestern natürlich ganz normales Training. Kylian Mbappé ist wieder da. Der hat gestern mit einem Pflaster trainiert. Die Entscheidung wird wohl sein, dass er ohne Maske gegen die Bayern spielen wird. Er hatte bei der EM ja diesen Nasenbruch, wo er mit dieser Maske gespielt hat. Damit fühlte er sich nicht wohl. Er wird gegen die Bayern anscheinend ohne Maske spielen. Dazu gibt es sehr viele unterschiedliche Informationen, wer morgen im Mittelfeld spielen wird. Man liest alle 2 Stunden eine andere Information. Gestern hieß es, Camavinga ist bereit, der Sechser von Real Madrid zu sein. Er bereitet sich vor darauf, dass er das Spiel spielen wird. Das wird ein Schicksalsspiel für ihn bei Real Madrid sein. Danach hat man gelesen, nee, die einzige Frage ist, ob Camavinga oder Thiago Pitarch spielt. Eine andere Quelle sagt, die einzige Frage ist, ob ein Thiago Pitarch oder ein Arda Güler spielt. Also wirklich gibt da gar nichts drauf. Sehr, sehr viele Gerüchte vor so einem Spiel. Aber da ist keine Quelle dabei, der ich zu 100% vertraue. Außerdem bei einem Arbeloa weiß man eh nie, wer da genau spielt. Ja. Wie dem auch sei, unsere Jungs standen gestern auf dem Trainingsplatz und heute haben sich unsere Jungs bereits auf den Weg nach München gemacht. Wie ihr es kennt, heute wird das Abschlusstraining in der Allianz Arena passieren. Ein Arbeloa macht das ja ein bisschen anders als ein Xabi Alonso. Der möchte den Spielern das Abschlusstraining schon in dem Stadion präsentieren, wo sie auch dann das wichtige Spiel haben. Davor ist die Pressekonferenz von dem Álvaro Arbeloa mit einem Spieler. Wir sind gespannt, wer dieser Spieler wird. Das ist ja ein Spieler, der am nächsten Tag immer spielt. Ja, vielleicht wird es hier sogar Arda Güler. Ich glaube, das wäre irgendwann mal dran, wäre sehr interessant. Na, wie dem auch sei, unsere Jungs bereiten sich vor. Die Kaderliste ist auch schon offiziell bekannt. Ich blende die euch ein. Die einzige Überraschung: ein Raúl Asensio ist nicht nominiert. Viele erinnern sich jetzt an das Video, was ich letzte Woche gemacht habe, wo es zum Streit gekommen sein soll zwischen Arbeloa und Asensio, oder da ist es zum Streit gekommen. Aber damit hat es anscheinend nichts zu tun. Asensio hat eine Gastroenteritis, also die gute alte Magen-Darm-Grippe. Wundert mich überhaupt nicht. Mein Sohn hatte die letzte Woche, jetzt hat sie meine Tochter. Ich drücke die Daumen und klopfe auf Holz, dass ich es nicht auch kriege, dann gibt es garantiert keine Videos. Aber so wie es aussieht, wenn ich fit bleibe, gibt es natürlich morgen Abend einen Watch-Along. Wir zittern, wir fiebern, wir beten und hoffen zusammen, dass Real Madrid das Wunder in München schafft und wir uns irgendwie fürs Halbfinale qualifizieren. Es wäre schön, wenn du mich dabei begleitest. Ich freue mich riesig, endlich wieder auf ein Watch-Along mit euch. Ja, das sind die aktuellen Informationen zu Real Madrid. Hier und da gibt es bestimmt noch andere, aber kommen wir zunächst einmal zu den wichtigsten. Und die allererste wichtigste ist, es gibt Neuigkeiten im Fall Negreira. Viele von euch haben mich gefragt, Mario, wann kommt da mal was Neues? Aber ich kann ja keine Information für euch erfinden. Es gab unrelevante Aktualisierungen, aber die fand ich, wie gesagt, nicht relevant genug. Aber gestern ist etwas Relevantes passiert. Und sowas von, ja. Und Real Madrid TV hat das Ganze relativ gut zusammengefasst. Schauen wir uns das zusammen einmal an.
Das Portal Futbolgate hat auf seinem Profil im sozialen Netzwerk X einen Teil der Beweise veröffentlicht, die von der Guardia Civil während der Durchsuchung des Sitzes des spanischen Fußballverbands Real Federación Española de Fútbol im Rahmen der Ermittlungen im Fall Negreira gefunden wurden. Laut dieser Veröffentlichung von Futbolgate zeigen die Dokumente der Justizpolizei, dass José María Enríquez Negreira eine bedeutende Position innerhalb des technischen Schiedsrichterausschusses innehatte. Eines dieser Dokumente ist eine Bewertung der Schiedsrichter der 1., 2. und 2. B-Liga, wobei der Präsident und die Vizepräsidenten des CTA, einschließlich Negreira, in diesem Gremium vertreten sind. Außerdem wird festgehalten, dass er aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligt war, etwa bei der Festlegung der Umstände und Bewertungskriterien für die Schiedsrichter. Ebenso findet sich die Unterschrift aller Mitglieder des Gremiums, einschließlich der von Negreira. Ein weiteres Beweisstück findet sich an dieser Stelle, wo die Unterschrift von Negreira auf einem Dokument zum Abstieg in eine niedrigere Kategorie zu sehen ist, was seine direkte Beteiligung an der Bewertung und Einstufung der Schiedsrichter zeigt. Dieser Beweis deutet auf eine Kontinuität seiner Rolle in der Entscheidungsfindung hin. Dieses Dokument über die Zusammensetzung des CTA, datiert auf Dezember 1996, zeigt, dass Negreira spezifische Rollen in wichtigen Kommissionen innehatte, wie etwa für Ansetzungen, Information, Bewertung und Einstufung sowie Disziplin und Verdienste. Ein weiterer von der Guardia Civil gefundener Beweis laut Futbolgate ist dieser. Negreira nahm im Jahr 2004 an der Sitzung des Vorstands des CTA teil, um Bewertungskriterien für die Schiedsrichter festzulegen. Und noch einer. In diesen Unterlagen wird gezeigt, wie Enríquez Negreira an der Überwachung und Kontrolle der Schiedsrichterberichte und Bewertungen beteiligt war, in Schlüsselentscheidungen eingebunden war und an der Umsetzung von Vorschriften und Bewertungen mitwirkte. Mit dieser Veröffentlichung von Futbolgate wird deutlich, dass die Rolle von Negreira innerhalb des CTA mehr als relevant war und eindeutig Einfluss auf die Bewertung, Einstufung, den Aufstieg und Abstieg der Schiedsrichter hatte. Und all das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr das spanische Schiedsrichterwesen durch den Fall Negreira befleckt ist. Ja, und das ist ein absoluter Hammer, was Futbolgate da gestern veröffentlicht hat. Ja, es ist unglaublich. Der FC Barcelona, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich fasse es ganz kurz zusammen, hat ja über 20 Jahre lang den Vizepräsidenten der Schiedsrichter bezahlt. Und der FC Barcelona, die Anklage wirft ihm vor, das, was wir alle denken, das haben die natürlich bezahlt. Warum suchen die sich wohl den Vizepräsidenten der Schiedsrichter? Ja, warum haben sie das gemacht? Wegen Einflussnahme auf die Schiedsrichter. Der FC Barcelona hat 2 Argumente geliefert, auf denen ihre Verteidigung basiert. Argument Nummer 1, wir haben das nur für Schiedsrichterberichte gemacht. Ja, dieses Argument ist aber relativ schnell über die Wupper gegangen, denn sowohl ein Luis Enrique als auch ein Ernesto Valverde, die 2 Trainer, die vom Gericht angehört wurden, haben beide gesagt, ja, sorry, wir haben noch nie etwas von irgendwelchen Schiedsrichterberichten gehört. Nein, Luis Enrique hat sogar gesagt, in den 6 Jahren, in denen ich da war, habe weder ich noch irgendeiner von meinen Assistenten jemals so einen Schiedsrichterbericht gesehen. Also das Argument ist schon mal K.O. Dazu hat der Enríquez Negreira selber vor dem Finanzamt ja gesagt, ich habe nie Schiedsrichterberichte gemacht. Ja, Laporta hat dann versucht zu erklären, nee, der Sohn hat die gemacht. Ja, und der Sohn hat ja selber vor Gericht ausgesagt und gesagt, ja, ich habe Schiedsrichterberichte gemacht, aber ich habe überhaupt nichts mit diesen 8 Millionen zu tun. Also, das erste Verteidigungsargument von FC Barcelona, das ist komplett zerstört worden. Dann, das zweite Argument des FC Barcelonas ist, Enríquez Negreira hatte im CTA nichts zu sagen. Das war nur eine repräsentative Rolle. Wir erinnern uns an das Interview vom CTA, wo der Präsident selber da gesagt hat, nee, Enríquez Negreira, der hatte hier nichts zu sagen, etc. pp. Ja, und jetzt weiß man wohl auch, warum Medina Cantalejo, der Präsident vom spanischen CTA, damals nicht vor Ort sein wollte, als die Guardia Civil aus Barcelona da reinmarschiert ist ins Hauptquartier der CTA. Man weiß jetzt auch, warum Arminio Sanchez, der Präsident des CTAs, damals über Negreira, also der hat damals 2 bis 3 Stunden Dokumente vernichtet. Und auch das ist in den offiziellen Polizeiberichten zu lesen. Ja, und das lässt ja nur einen Schluss zu. Auch der Präsident der Schiedsrichter wusste ganz genau, was Enríquez Negreira da mit dem FC Barcelona laufen hatte. Denn wenn es nichts zu verbergen gäbe, warum hat er 2 bis 3 Stunden Beweise vernichtet?
Ja, und auch Medina Cantalejo, der wollte ja unbedingt nicht da sein bei der Razzia und auch da gibt es nicht handfeste Beweise. Bei dem anderen hat ja sein Sekretär sogar vor die Polizei zugegeben, ja, der hat 2 bis 3 Stunden Dokumente vernichtet. Bei Medina Cantalejo hat man das auch gehört und mitbekommen, aber da gibt es keinen, der endgültig vor der Polizei gesagt hat, der hat das gemacht. Ja, und das ist halt das Problem. Das ZTA hatte nie vor, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, scheiße, unser Präsident und unser Vizepräsident haben Scheiße gebaut. Wir müssen gucken, wie wir das ausbaden. Auch sein Nachfolger, Medina Cantalejo, anstatt zu sagen, wir räumen jetzt hier auf, wir fangen von null an, auch der fing an mit seinen Ausreden, der hatte nichts zu sagen. Ja, aber Pech für ihn, gut für die Gerechtigkeit, hoffe ich zumindest. Die Polizei aus Barcelona, die Guardia Civil, Gott sei Dank auch die aus Barcelona. Wenn die aus Madrid gewesen wäre, weiß Gott, was wir uns wieder für irgendwelche Theorien anhören müssten. Naja, aber die Guardia Civil aus Barcelona hat trotz alledem, trotz der ganzen Vernichtungen, immer noch genügend Argumente gefunden, die beweisen, natürlich hatte ein Negreira zu sagen. Der hat mitbestimmt, wer steigt auf, wer steigt ab. Er und sein Chef natürlich haben auch unterschrieben, wie werden die Schiedsrichter überhaupt bewertet. Wir wissen alle, wie die bewertet wurden. Wenn die so gepfiffen haben, wie die das wollten, dann kamen die Schiedsrichter in die erste Liga. Wenn sie nicht gepfiffen hatten, wie die das wollten, hatten die beide alleine die Macht, ein Schiedsrichter, egal welche Evaluierung er hatte, egal auf welchem Tabellenplatz der Schiedsrichter war, hatten die beide einfach die Macht zu sagen, du bist auf dem 1. Platz, ich lass dich absteigen auf den 17. Platz. Das heißt, diese ganzen Schiedsrichter-Evaluierungen, die über das ganze Jahr gemacht wurden, sind eine Farce gewesen. Das hatte alles keine Bedeutung. Am Ende sind die aufgestiegen, wo ein Enriquez Negreira und ein Armenio Sanchez Bock drauf hatten. Ja. Und zufälligerweise, wie gesagt, die Schiedsrichter, die beim Sohn von Enriquez Negreira ihre Schulungen hatten, pfeifen bis heute in der ersten Liga. Ja, und falls jetzt jemand was Böses denken möchte, über welche 2 Schiedsrichter regt sich, nicht nur Real Madrid, sondern die faire Fußballwelt zurzeit extrem auf. Natürlich über Alberoa Rojas, der Schiedsrichter, der den Ellbogenschlag gegen Kylian Mbappé nicht gesehen hat, der trotz des Blutes auf der Stirn nicht der Meinung war, vielleicht sollte ich mir die Szene ein zweites Mal anschauen, und Trujillo Sanchez, sein Assistent. Ja, und viele von euch oder viele haben sich gewundert, warum wurde eigentlich nie eine Überweisung oder ein Briefumschlag auf das Konto von einem Schiedsrichter gefunden? Ja, brauchst du nicht. Denn der Beweis ist das, was die spanische Liga gestern schon wieder gemacht hat oder das CTA. Die Schiedsrichter, die belohnt wurden mit dem Pokalfinale, das, was jeder Schiedsrichter pfeifen möchte etc., sind Alberola Rojas und im VAR Trujillo Sanchez. Also genau das, was der Madridismo seit 2 Jahren sagt. Enriquez Negreira, das CTA, braucht den Schiedsrichter nicht extra Geld zu bezahlen. Die zeigen denen mit solchen Entscheidungen an, so sollt ihr bitte pfeifen, dann werdet ihr belohnt. Wie kann ein Schiedsrichter, der am Freitag so einen Riesenfehler gemacht hat, der so einen Riesenskandal hatte, wie kann der belohnt werden mit dem Pokalfinale? Ja. Das ist für mich eine offene Kriegserklärung vom CTA an Real Madrid. Anders kann ich das nicht verstehen. Das ist ein Riesenskandal. Ja, und so funktioniert das. Du brauchst die Schiedsrichter nicht bezahlen. Du musst denen nur klar machen, wie die zu pfeifen haben, wenn die Karriere machen wollen. Die anderen Schiedsrichter, die auch gerne dieses Pokalfinale gepfiffen hätten, die sehen ja, was für eine Leistung belohnt wird. Ja, bei der nächsten Platzrunde von Kylian Mbappé könnt ihr davon ausgehen, dass die auch den hier machen. Ja, alles einfach nur ein korrupter Wettbewerb und es ist mir sowas von scheißegal. Ich werde nie einen Presseausweis von La Liga bekommen, weil ich zu solchen Themen nie schweigen werde. Dann bezahle ich lieber meine Eintrittskarte und habe ein reines Gewissen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie dem auch sei, das ist die Aktualität zum Fall Negreira. Es wurde herausgefunden, dass Enriquez Negreira doch sehr viel Macht hatte und beide Verteidigungsargumente vom FC Barcelona sind dahin. Ich bin gespannt, was der Richter, der all diese Informationen natürlich hat, für eine Entscheidung am Ende treffen wird. So, genug dazu. Kommen wir jetzt zu der Bombe, die ich euch gestern versprochen habe. In Spanien gab es die Information, Real Madrid hätte schon einen Vorvertrag mit Jürgen Klopp. Und bevor ich euch zu viel verrate, hört euch die Information selber einmal an. Was ich jetzt sage, ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es gibt eine Grundsatzvereinbarung.
Ich sage es erstens, weil ich diese Informationen aus 2 verschiedenen Quellen habe, die absolut nichts miteinander zu tun haben, wirklich gar nichts. Das gibt mir genug Sicherheit, um es zumindest schon mal anzukündigen. Es gibt eine Grundsatzvereinbarung zwischen Anas Lagrari, der, wie ich schon sagte, mehr als nur im Hintergrund die Fäden zieht. Eine Grundsatzvereinbarung zwischen Anas Lagrari und Jürgen Klopp, damit er in der nächsten Saison offiziell der neue Trainer von Real Madrid wird. Diese Vereinbarung hat bereits ein Fundament, und zwar Bedingungen und Forderungen des deutschen Trainers. Es ginge um die Verpflichtung von 2 gestandenen Verteidigern, natürlich, 2 gestandenen Mittelfeldspielern, natürlich. Und Erling Haaland, Und Haaland? was für Gesprächsstoff sorgt. Und er will Haaland. Jürgen Klopp, Wahnsinn. Er will Haaland zu Real holen? Ja, Oha, oha, oha. und das sage ich ganz gelassen, weil ich weiß, dass beide Quellen absolut zuverlässig sind. Ja, ihr habt es selber gehört. Anis Lagrari hätte einen Vorvertrag oder eine mündliche Einigung mit Klopp, dass er der neue Trainer von Real Madrid werden soll. Klopp hätte gesagt, ich möchte, damit ich das mache, 2 Verteidiger, die etabliert sind in der Welt des Fußballs, 2 Mittelfeldspieler und Erling Haaland. Kommen wir zuerst einmal zu der Quelle. Die Quelle kommt von Goles de Parado. Ganz ehrlich, ich kannte die Quelle vorher gar nicht. Aber Ramón Álvarez de Mon hat gestern ein Video auf seinem YouTube-Kanal gemacht, wo er sagt, diese Quellen oder dieser Mann, dieser Journalist ist eigentlich sehr zuverlässig. Und dann bin ich natürlich hellhörig geworden. Der Journalist sagt selber, er hätte 2 unterschiedliche Quellen gefragt, die nichts mit der anderen zu tun haben. Ja, ihr kennt mich, ich versuche eigentlich nicht zu viele wilde Gerüchte auf meinem Kanal mit euch zu teilen, weil sonst kommt man ja komplett durcheinander und meine Videos platzen aus allen Nähten. Aber das fand ich dann schon interessant genug. Außerdem passt es so ein bisschen in die Situation Real Madrid. Wir wissen, es gibt ja diesen Machtkampf Lagrani gegen José Ángel Sánchez. Vielleicht hat Lagrani im Hintergrund dieses Abmachung mit Klopp gemacht. Da würde ja auch diese Figur Toni Kroos ein bisschen passen. Und vielleicht ist das der neue sportliche Weg von Real Madrid, von Anas Lagrari, dass er sagt, ich möchte einen Sportdirektor Toni Kroos, ich möchte einen Trainer Jürgen Klopp und ein neues sportliches Projekt. Naja, wie dem auch sei, das würde für mich so zumindest ein bisschen Sinn ergeben. Daher habe ich die Information mit euch geteilt. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Wäre das für euch eine Wunschvorstellung, eine Traumvorstellung? Und wenn ja, welche 2 Verteidiger hättet ihr gerne bei Real Madrid? Welche 2 Mittelfeldspieler hättet ihr gerne bei Real Madrid? Und was würdet ihr zu Erling Haaland bei Real Madrid sagen? Und was machen wir dann mit Mbappé und Vini etc. pp? Naja, wie gesagt, ich kann euch da keine 100% geben, aber seit gestern lassen mir die Gedanken keine Ruhe, deshalb wollte ich das mit euch teilen. Lasst jetzt bitte eure Meinung zu diesem Video, insbesondere zu dem Fall Negreira, aber auch zu dem Gerücht Klopp in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, liked dieses Video, teilt dieses Video, kommentiert dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, es wäre sehr nett, wenn du mich da unterstützen könntest. Wir sind kurz vor den 30.000, würde mich riesig freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Hoho, ich freue mich auf morgen. Bis dahin. A la Marie!